Leaks sind mittlerweile ein riesiges Ding in EAFC, Freunde, und ich zeige euch, wie ihr jetzt schon in EAFC 26 mit Leaks in dem Early Access fette Coins machen könnt. Falls ihr auf der Suche nach Trading-Tipps seid, täglichen Tipps, tägliche News, 1:1 Support von mir, Tipps von mehreren Top 100 Tradern, dann kommt sehr, sehr gerne auf den Link in meiner Bio, denn dort landet ihr auf meinem Premium-Discord. Ihr müsst nur hier draufdrücken, Freunde, und dann landet ihr auch schon auf diesem Fenster und ihr seht, ihr könnt für 10 Euro monatlich, was sind 10 Euro? Ich bin billiger als Spotify, einfach raufkommen. Ganz entspannt. Ihr seht hier exklusiver Zugang, Freunde, Investitionen und Trades, frühzeitige Informationen. Ja, ich habe meinen eigenen Leaker, der uns Informationen steckt, Freunde. Falls ihr also raufkommen wollt, kommt da sehr, sehr gerne drauf. Und dann würde ich sagen, springen wir auch schon in die Trading-Tipps rein, weil ich will gar nicht so lange rumlabern. Ich habe genug von diesen alten, langen Intros am Monacoin. Wir haben nicht die ganze Tag Zeit. Und zwar habe ich einige interessante Posts auf Twitter gesehen. Und ich weiß, ich trade nur noch mit Twitter, Freunde, weil ich das Gefühl habe, die Leute, jetzt dreht sich nur noch darum. Wir haben jetzt hier einen Post von einem etwas kleineren, ja, Tweeterer, nennt es wie ihr wollt. Das haben jetzt nur 1600 Leute gesehen, aber ich fand das ziemlich interessant, weil man kann aus dieser Methode verdammt viele Coins machen. Und das ist gerade etwas, was ihr das ganze Jahr lang eigentlich in der Hand machen könnt. Und zwar fälschen die Leute damit einen bestimmten Hype. Ganz genau, es gibt einmal natürlichen Hype, zum Beispiel eine Dumbia-Karte, eine Ibabo-Karte, wo man schon weiß, das ist eine geisteskranke Karte. Und dann gibt es auch mal einen gefakten Hype von Karten, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und auf einmal auf dem Schirm hat. In dem Fall haben wir jetzt hier vom Danish Trader, Freunde, da könnt ihr natürlich gerne reinfolgen. Er hat die Starter-Beats hochgeladen. Wir haben einmal ein EKTK, brauche ich euch nicht großartig erzählen, das ist eine bekannte Karte, das war schon grundsätzlich seit dem Transfer einfach eine Bombe. Wir haben Kolo Muani, bekannt aus alten Teilen. Openda ist ein bisschen unter dem Radar untergetaucht, ist jetzt aber wieder mit 95 Pace definitiv eine sehr, sehr interessante Karte. Wir haben Omar Marmouche, ich glaube, viele haben ihn underrated und nicht erwartet, dass er solche Stats bekommen wird. Heißt, die Leute haben ihn wieder auf dem Radar, er wurde gepusht. Wir haben Thuram, grundsätzlich eine Karte, die für den Anfang immer ziemlich interessant ist, wird aber durch solche Posts auch nochmal ein bisschen interessanter gemacht, weil die Serie A nicht so beliebt ist wie die Premier League oder die La Liga. Lookman sieht dieses Jahr absolut bescheuert aus. Jetzt eine Karte, die komplett künstlich hochgepusht wird, ist einfach Amura, Freunde. Grundsätzlich haben nur wir Deutschen Amura auf dem Schirm, okay? Kann ich euch jetzt schon offen und ehrlich sagen, keiner aus der Premier League oder der die La Liga großartig verfolgt, wird mit einem Amura irgendwas anfangen können. Aber durch solche Posts werden Hypes hochgepusht und gefaked. Heißt, wenn niemand einen Amura auf dem Schirm haben würde, keiner diese Posts machen würde, würde wahrscheinlich ein Amura gerade mal bei 2.000, 3.000 Coins landen. Durch solche Posts aber werden Leute um Amura ein Team bauen, weil Amura von der Community, von Leaks, von irgendwelchen Posts hochgepusht wird. Ramirez, eine Frau, die wirklich bestialische Stats hat, Freunde. Eine Fußballerin, die absolut geisteskrank aussieht, die wahrscheinlich auch nicht so viele auf dem Schirm hatten, unter anderem ich auch nicht. Und ich mir jetzt denke, Bro, das ist Loki Suarez mit 90 Pace auf dem Feld. Wir haben Moise Kean, der letztes Jahr auch eine ziemlich stabile Karte hat, jetzt aber auch ziemlich stabil aussieht. Wir haben einmal Rashford, der jedes Jahr bekannt ist, overpowered zu sein, heißt, er hatte von Natur aus einen Hype. Osuala auch für den Anfang eine ziemlich bekannte Karte, weil sie einfach ziemlich viel Pace hat. Jetzt ist halt aber das Ding, Ali, was bringt mir das, wenn das nur 1500 Leute gesehen haben? Und da kommen wir zu einem Thema. Wir kommen zu Foot Sheriff Abi. 1,4 Millionen Follower, okay? Jetzt ist aber das Ding, wie könnt ihr daraus Coins machen? Der liebe Foot Sheriff hat, glaube ich, 6 Posts gemacht, die essentiell für uns sind, für uns Trader, mit denen wir was ordentlich anfangen können. Er nennt es Cheap Beast. Er postet zwar einen Van de Ven da rein, der wahrscheinlich 100.000 Coins kosten wird, da braucht ihr gar nicht erst drüber nachdenken, der wird nicht cheap sein, ihr müsst eure wahrscheinlich nächsten 3 Kinder dafür verkaufen. Wir haben einen Araujo, der wahrscheinlich auch nicht allzu billig sein wird, weil einfach Araujo eine gute Karte ist. Wir haben Tapsoba, der wahrscheinlich wirklich billiger wird. Wir haben Pavard, der wahrscheinlich auch nicht allzu teuer wird. Ibanez wird ordentlich teuer sein, weil er einfach, ihr könnt aus der arabischen Liga mittlerweile eine gefühlte Totti-Mannschaft machen. Wir haben Kusunu, sieht auch ziemlich interessant aus, wird auch nicht so teuer sein. Murillo wahrscheinlich mittelmäßig teuer. Hansko wird wahrscheinlich auch recht günstig sein. Eder Militao wird auch so ein mittlerer Spieler sein. Und dann habt ihr Spieler wie Zabarni, ihr habt einen Kalulu, einen Domiomande, Mario Gila, einen Gonzalo Inacio, Sanchez und Tomori ist eigentlich auch eine ziemlich bekannte Karte dafür, dass die gut ist. Aber die sind im Verhältnis zu den Karten, die in der ersten Reihe sind, nochmal viel, viel günstiger, weil ein Van de Ven könnt ihr nicht mit einem Tomori vergleichen oder mit irgendeiner anderen Karte, die gerade da unten ist, weil Van de Ven spielt in der Premier League, Van de Ven hat 90 Pace, ist mit einer der schnellsten Innenverteidiger und ist einfach bekannt durch alte Jahre. Heißt, er hat schon 3 Sachen, die ihn grundsätzlich zum natürlichen Hype führen lassen. Dann habt ihr natürlich einen Sanchez, der in der türkischen Liga spielt, der nicht grundsätzlich so auffällig ist wie bei einem Van de Ven, Freunde, weil ihr habt die größte Fanbase in der Premier League.
dadurch wird halt ein Sanchez natürlich gepusht, weil ich sage euch offen und ehrlich, ich hatte Sanchez nicht auf dem Bildschirm, ich wusste, er spielt bei Gala, ich wusste, er wird eine gute Karte haben, aber ich habe nicht gedacht, dass er 82 Pace haben wird und 88 Physis, heißt, ich habe ihn jetzt auf dem Schirm, ich werde wahrscheinlich ein Team um Sanchez bauen und das ist das Ding, was bringt mir das aus diesem Posts, Coins zu machen, wie könnt ihr daraus Münzen machen, ziemlich einfach, können wir kurz darüber reden, dass der Typ aussieht wie Mois, diesen Posts könnt ihr euch schon mal vermerken. Ihr könnt hier einige Karten schon mal auf eure Liste hauen für interessante zukünftige Metakarten oder für irgendwelche Teambauermannschaften. Heißt, ein Ibanez, falls ihr eure mittleren mäßigen Coins habt, falls ihr schon eure 15.000, 20.000 Coins im Verein habt, könnte man sich einen Ibanez für einen Metakauf einkaufen, damit diese Karte in naher Zukunft, wenn das Game Release wird, natürlich hochgeht. Ihr habt einen Murillo, der ziemlich interessant ist, Freunde. Der wird wahrscheinlich ein bisschen billiger sogar, glaube ich, als Ibanez sein. Ihr habt Karten wie Araujo, die grundsätzlich zwar bekannt sind. Ein Kalulu, der jetzt dieses Jahr wieder interessant ist, der womöglich auch vielleicht 2.000, 3.000 Coins kosten kann am Anfang, den ihr schon mal auf dem Schirm haben könnt, damit ihr wisst, okay, mit dieser Karte werde ich traden. Ich werde nach Deals suchen von Kalulu, weil ein Foot Sheriff und ein Post, den 450.000 Mal angezeigt wurde, schon Leute Bescheid wissen. 450.000 Leute wissen, dass diese Karten schon mal da sind im Game. Das sind die offiziellen Stats und die haben sie auf dem Schirm, Freunde. Heißt, 450.000 Leute könnten sich denken, ich baue mir ein Team um Kalulu, ich könnte vielleicht mit Kalulu Coins machen. Das nutzen wir aus. Heißt, ihr könnt Coins um Kalulu machen. Genauso wie um einen Sanchez, genauso wie um einen Tomori, vielleicht um einen Kosunu. Das gleiche hat er natürlich auch beim Mittelfeld gemacht. Da haben wir auch natürlich ein paar Klassiker. Kamavinga, grundsätzlich die letzten Jahre eine super Starterkarte, war auch immer ziemlich eine gute Karte. Dann habt ihr zum Beispiel wen haben wir noch? Ein Ederson, der jetzt meiner Meinung nach neu in die Meta reingerutscht ist. Keiner hat ihn auf dem Schirm, ist durch solche Postings eben auf den Schirm gekommen. Rui Linton immer eine ziemlich stabile Anfangskarte, wo er 2.000, 3.000 Coins mal kostet. Thuram dieses Jahr auch potenziell eine sehr heftige Karte. Goretzka sieht auch sehr stabil aus für die Bundesliga. Seide Emery letztes Jahr eigentlich auch ziemlich gut gewesen, war auch ca. 10.000 Coins wert. Wird dieses Jahr wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Hat auch eine sehr gute Karte. Und jetzt sage ich euch offen und ehrlich, ein Ederson hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte einen Loftus-Cheek nicht auf dem Schirm, dass er so heftig ist. Ich habe ihn unterschätzt. Ihr habt einen André Santos, dazu kommen wir auch noch zu einem wichtigen Thema, zu einem anderen Video. Wir haben Gallagher, der auch ziemlich interessant aussieht, sage ich ehrlich, habe ich auch total unterschätzt. Fratesi sieht ziemlich interessant aus. Und Kamavinga sieht auch gut aus, aber halt besser, als ich ihn im Kopf hatte. Die Leute sehen solche Posts, die Leute werden sich Teams um diese Karten bauen. Heißt für dich, du kannst dir diese Karten hier alle auf die Liste schreiben, versuchen Deals zu ersnipen, diese Karten hier grundsätzlich mit zu traden oder die auch einfach ÜV zu verkaufen, weil der Andrang bei solchen Karten einfach größer sein wird, weil die halt einfach schon vorgegeben sind. Das ist eine Vorlage für die Leute, die nutzen diese Vorlage und die könnt ihr nutzen, um Coins zu machen. Heißt ÜV-Trading, Snipen, was könnt ihr noch mit diesen Karten machen? Ja, das sind eigentlich die Hauptmethoden. Einfach snipen und Meta-Verkäufe könnt ihr auch natürlich machen. Die sind zwar jetzt nicht die Übermeter, aber gerade für ein Starterteam auf jeden Fall ziemlich anständig. Das heißt, Meta, Sniping und UV-Verkaufen würden hier super funktionieren. Dasselbe hat er auch nochmal bei den 10ern gemacht, Freunde. Ich kann euch sagen, Malcolm hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der Typ so eine geisteskranke Karte hat, dass er fast 4 Stats auf 80 hat, Freunde. 78 Schuss, 79 Pass, das ist eine absolute Brettmaschinenkarte. Rabiot sieht auch nicht schlecht aus. Amat sieht auch ziemlich okay aus. Simmons sieht auch ziemlich okay aus und Kunku sieht okay aus. Hier würde ich jetzt nicht so viele Highlights rausnehmen. 10er ist hier gerade ein bisschen einfach so eine kleine Baustelle. Generell Yildiz muss ich sagen, komplett geisteskrank, dass er eine 79er Karte hat, aber auch hier eine ziemlich stabile Karte. Garnacho sieht nicht schlecht aus, heißt potenziell auch hier könnt ihr diese Methode anwenden. Dasselbe auch bei den Rechtsverteidigern. Ich sage euch offen und ehrlich, ich wusste nicht, dass Thierry Correa so eine heftige Karte hat, weil die Karte sieht ziemlich stabil aus mit 90 Pace und der ist auch in-game, glaube ich, ziemlich breit gebaut, wenn ich mich nicht irre. Dumfries sieht wie jedes Jahr stabil aus, da braucht man keinen großen Hype machen. Dodo ist auch schon mittlerweile eine bekannte Karte. Aina ist, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen unbekannter. Wer komplett neu ist und komplett gepusht wird, ist einfach Wesley. Wesley ist meiner Meinung nach gerade hier auf dem ganzen Bild einer meiner Favoriten, weil Wesley wird in vielen Starterteams sein. Wesley wird nicht so teuer sein, gerade für den Anfang könnt ihr super damit traden. Heißt, ihr könnt nach Deals snipen, Freunde. Ihr könnt den ÜV verkaufen, weil die Leute sich auch Teams um ihn bauen werden. Und er könnte potenziell in eine Meta reinrutschen für Starterteams, Freunde. Dann haben wir noch einmal Klaus. Klaus ist eine ziemlich bekannte Karte. Frimpong wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein. Ihr habt einmal Gusto. Spence sieht auch ziemlich gut aus. Mateus Nunez sieht auch nicht schlecht aus, gerade für den Anfang. Und da habt ihr wieder einige Karten, die ihr als Vorlage nutzen könnt. Dasselbe auch wie bei den Linksverteidigern. Mondi brauche ich euch gar nicht erzählen. Wird eine teure Karte sein. Robinson wird eine teure Karte sein. Ihr habt einen Matzen, den finde ich wahrscheinlich sogar potenziell
Eher mittelmäßig, hat halt 63 Physis, ist halt ein bisschen schwierig. Fran Garcia sieht ziemlich okay aus. Ja, wobei Fran Garcia sieht schon echt gut aus, den könnte man auf die Liste schreiben. Guardiola leider ein bisschen zu langsam als Außenverteidiger, hat aber natürlich einen Playstyle Plus. Könnte man natürlich als Nutzen ziehen. Kerkez bin ich mir ein bisschen unwahrscheinlich, was er kosten wird. Weil ein Robinson ein bisschen bekannter ist für sein Pace. Kerkez ist zwar jetzt auch ein bisschen in Hype gerutscht durch die ganzen Informkarten, die er bekommen hat, aber wohlmöglich auch hier Richtung Robinson wird da viel Ähnlichkeit im Preis sein. Udogi, eine bekannte Karte durch die letzten Jahre, dass er ziemlich gute Stats hat. Raum könnte ein ziemlich billiges Biest sein, weil er einfach in der Bundesliga spielt. Balde wird wahrscheinlich auch ein paar K kosten, aber auch nicht die Welt, weil er auch einfach schon bekannt ist durch die letzten Jahre. Hernandez, auch eine super Karte zum Snipen, kann ich euch empfehlen. Aber das, worum es mir jetzt geht, ist, dass ihr jetzt Karten halt auf dem Schirm habt, die einige Leute vorher nicht auf dem Schirm haben. Heißt, Raum wird jetzt gepusht. Die Leute, die eigentlich nur die Premier League verfolgen oder Engländer sind, haben jetzt einen Raum auf dem Schirm, weil die Karte halt wirklich ziemlich gut aussieht, Freunde. Wir haben jetzt einen Hathor auf dem Schirm, den ich davor nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe jetzt einen Nuno Tavares auf dem Schirm, den ich davor nicht auf dem Schirm hatte. Potenziell alles Karten, die ich in ein Team einbauen kann, heißt, mit denen ich auch gleichzeitig Coins machen kann. Dasselbe jetzt auch hier mit den Pace-Karten. Mit solchen Leaks könnt ihr gerade so viel Coins machen, Freunde. Das sind alles so schöne Vorlagen, die wir bekommen. Wir haben einen Kylian Mbappé, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Den können wir gar nicht erst leisten, weil da müssen wir wahrscheinlich unsere Eltern verkaufen und die nächsten 10 Jahre nur noch schwitzen. Gabriel Silva, 96 Pace und auch ziemlich anständige Stats für eine Silberkarte. Könnte bei irgendeinem Cup ziemlich nützlich sein. Hat sogar ein Playstyle Plus. Kann einfach wirklich eine Maschine sein, potenziell zum Traden auch eine geile Karte. Adeyemi kommt jetzt wieder auf den Schirm, Freunde. Adeyemi war auch letztes Jahr heftig, einfach nur weil er 96 Pace hat, haben ihn so viele Leute aus dem englischen Bereich auch genutzt, weil die gesehen haben, der hat Pace. Und jetzt hat er wieder diesen Pace-Wert, heißt er ist wieder auf dem Schirm. Diaby ist schon lange bekannt für seine Stats. Nuno Mendes hat ein absolut geisteskrankes Upgrade bekommen. Openda wird wieder gepusht, Freunde, durch einen zweiten Post. Wir haben schon einen Post gehabt vom Dennis Trader, Freunde, und jetzt hat nochmal der liebe Foot Sheriff was darüber gepostet. Heißt, wir haben einen doppelten Push, Freunde. Openda kann sehr, sehr teuer werden durch solche gefälschten Pushes. Dann haben wir noch einmal Conte, sieht auch ziemlich interessant aus. Auch hier eine Silberkarte, die heftig gepusht wird. Inaki Williams ist bekannt, Freunde. James ist auch ziemlich bekannt. Wir haben Bayoha, wusste ich das zum Beispiel auch nicht, eine 94er Non-Rare Goldkarte, auch eine absolute Maschine, könnte man auch heftig gut mit traden, weil die Leute das wahrscheinlich unterschätzen werden und ihn ziemlich günstig reinhauen werden. Wir haben Adama Traoré, auch ein Klassiker, der natürlich bekannt ist. Da habt ihr halt den perfekten Unterschied. Ein Bayoha kennt man nicht, wird dementsprechend künstlich gepusht. Adama Traoré hat schon einen Hype, den wir natürlich mitnehmen können. Genau, dasselbe hat er dann noch einmal beim Weaver Foot gesehen. Da habt ihr auch nochmal 90er Rating für die Leute, die so ein bisschen Richtung Meta gehen möchten, schon mal was Trading angeht. Da werden natürlich auch Favoriten stattfinden. Dann könnt ihr auch ein bisschen durch Kommentare mal runterscrollen und schon gucken, wer wird hier gefeiert, wer wird hier nicht gefeiert, was sagen die Leute, was werden die für Starterteams bauen, wollen die vielleicht anstatt Haaland Ishak benutzen, weil er wahrscheinlich günstiger sein wird und ziemlich ähnliche Stats wie Haaland hat, oder werden die Leute sagen, okay, ich werde einen Saliba benutzen statt einen Konate, weil er, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen günstiger wird oder vielleicht ein bisschen teurer wird, oder Konate wird teurer sein, weil er größer ist als ein Saliba. Checkt ihr, da könnt ihr schon so ein bisschen in die Richtung gehen, worauf ihr euch auch fokussieren könnt am Ende, womit ihr traden könnt. Klar, diese Karten sind jetzt nicht so super wichtig, weil ihr seid in der Meta drin, die man sich erst wahrscheinlich ein bisschen später leisten kann, ein paar Tage später. Heißt, wir fokussieren uns erst auf die Sachen davor. Dann haben wir noch einmal die Ratings für die Icons, falls euch die auch nochmal interessieren, haben wir auch nochmal geliebt bekommen, haben wir Quaresma. Sieht auch ziemlich interessant aus, aber auch eher ein Trading-Tipp, nachdem wir in dieser Early Access Phase durch sind, Freunde. Ganz genau. Ziemlich informatives Video, Freunde, fand ich. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr mehr solcher Trading-Tipps haben möchtet, kommt liebend gerne auf meinem Discord drauf. Das war's von mir, haut rein und ciao.